Servus, grüß euch, da ist wieder Florian von Bora. Heute mit dem Einbau unseres neuen Classic-Systems Classic 2.0. Und das Schöne ist für uns Monteure, Bora hat sich wieder einiges einfallen lassen, dass wir es ein bisschen leichter kriegen und einfacher kriegen. Und das will ich euch jetzt anhand von ein paar Videos live hier zeigen. Als erstes, wie ihr es gewohnt seid, zeige ich euch den Lieferumfang vom Classic 2.0. Ihr seht, sie haben hier vor mir schon ein bisschen ausgebreitet. Wie immer natürlich für euch eine Montageanleitung bebildert, sehr einfach dargestellt. Wenn es wirklich einmal nicht mehr weiterkommt, einfach kurz reinschauen. Glaube ich aber gar nicht, dass ihr das braucht, weil es wirklich sehr, sehr simpel und schön zum Einbauen ist für uns Monteure. Ja? Dann die weiteren Teile, immer dabei der Edelstahl-Fettfilter für den Endkunden, gemeinsam mit der Auffangwange, das wird dann im Endzustand zusammengesteckt, das zeige ich euch ein bisschen später. Unsere Einströmdüse aus Edelstahl gefertigt, die dann im Gerät oben drin liegt für den Endkunden. Unsere Steuerbox, das ist sozusagen die Denkzentrale vom ganzen Gerät. Über diese Steuerbox werden die Motoren angeschlossen, da wird Strom drauf gegeben und es wird eine Verbindung gelegt mit einem Cat5-Kabel zum Abzug selber. Das ist, wie gesagt, das Gehirn des Ganzen, gibt die Drehzahlen an den Motor weiter und steuert das ganze System. Dazu passend Gerätekaltstecker für die Stromzufuhr und das besagte Cat5-Kabel für die Verbindung zum Abzug. Aufpassen, dass wir das nicht vergessen, da sind wir einige Male im Service-Einsatz unterwegs gewesen, weil dieses Kabel nicht verbunden war. Das zeige ich euch dann ein bisschen später, wie ihr das verbindet. Dann das Herzstück unserer Lieferung, das ist die Abzugseinheit selbst, vorne mit dem neuen Touchpanel, das in dieser Abzugseinheit integriert ist, und unten unser Kabelbaum, sehr einfach gehalten von den Steckverbindungen her. Es geht immer nur ein Stecker in eine Verbindung. Ihr werdet sehen, das ist wirklich sehr einfach zum Anschließen, zum Justieren. Zeige ich euch dann natürlich später im nächsten Video. Wie ihr seht, ist die Kanalabführung noch nicht fix an den Abzug verbunden, weil das System sehr flexibel geworden ist. Das heißt, der Planer kann das jetzt nach rechts führend, nach links führend planen in der Küche, und deswegen haben wir die Teile noch lose in der Lieferung. Ihr braucht zum Zusammenstecken später nicht einmal ein Werkzeug, das ist alles mit Nut-Feder-Fitbindung gemacht, das zeige ich euch dann, wie ihr das macht. Links, rechts, abhängig, wie gesagt, von der Planung. Und das letzte Teil, das in der Lieferung dabei ist, ist der 90-Grad-Bogen, der mir das von der Seite, von der Mitte nach hinten bringt, das ganze System in die Rückseite des Korpus. Und ihr seht schon hier, ich kann mir das dann einkürzen, je nach Tiefe, die der Planer gewählt hat. Ja, ist nicht eine ganz schwierige Geschichte, ist alles mit Ecotube-Verbindungsteilen, mit der selbstdichtenden Verbindung, das heißt, wir brauchen nichts mehr kleben. Ich bringe mir das einfach auf die richtige Tiefe und von dort weg ist es dann abhängig der Planung, das schauen wir uns dann noch ein bisschen genauer an. Ja, das ist es zum Lieferumfang vom Classic 2.0. Wie wir das Gerät uns vorbereiten, zeige ich euch dann im nächsten Video.